Im letzten Video habe ich euch 3 Bücher vorgestellt, die jeder Läufer gelesen haben sollte. Und in diesem Video möchte ich nun 3 weitere Bücher vorstellen, allerdings mit einem kleinen Unterschied, nämlich beziehen sich diese Bücher nicht alle unbedingt direkt aufs Laufen, sondern sind ein bisschen allgemeiner gehalten. Und zwar geht es vor allem darum, wie man sich selber konkrete Ziele setzt und diese Ziele dann auch erreichen kann und am Ende zu persönlichem Erfolg kommt. Und was persönlicher Erfolg genau ist, das kann jeder für sich selber festlegen. Ich gehe da auch gleich bei dem ersten Buch ein bisschen genauer noch darauf ein. Aber ich kann vorweg sagen, dass dieses Video auch für dich interessant sein kann, wenn du selber gar nicht läufst, sondern ein anderes, übergeordnetes Ziel hast, was dir wichtig ist, eine Sache, wo du vielleicht besser drin werden möchtest. Bei mir war es oder ist es auch das Laufen, was für mich ein wichtiges Ziel ist, da immer mich weiterhin zu verbessern. Und ich kann sagen, dass die 3 Bücher, die ich heute vorstellen möchte, mir da wirklich sehr viel beigeholfen haben, besser zu werden. Das erste Buch, was ich jetzt vorstellen möchte und wirklich auch eins meiner Lieblingsbücher ist in Bezug auf das Laufen, ist 26 Marathons von Meb Keflezighi. Und ich würde das Buch jetzt auch wirklich gerne zeigen. Ich muss euch das hier nochmal einblenden. Allerdings habe ich es, glaube ich, verloren. Das spricht aber für das Buch, weil ich hatte es, glaube ich, verloren, als ich letztes Jahr in New York war, um dort den Marathon mitzulaufen. Ich hatte es auf jeden Fall mit. Ich weiß, dass ich es mitgenommen habe, um da vor dem Lauf nochmal reinzugucken und mir Inspiration zu holen. Und ich vermute einfach mal, dass ich es da im Urlaub vergessen habe, weil ich es nicht wiederfinde und mir das eigentlich nicht erklären kann, warum es nicht da hinten im Bücherregal steht. Aber ich werde es mir auf jeden Fall jetzt auch noch ein zweites Mal bestellen. Und auch das spricht, glaube ich, sehr für dieses Buch, weil ich weiß, dass ich das nochmal lesen möchte, weil es mir wirklich sehr geholfen hat. Worum geht es jetzt genau in dem Buch? Also der Autor, Meb Keflezighi, ist ein amerikanischer Marathonläufer, der nicht nur eine Silbermedaille gewonnen hat bei den Olympischen Spielen, sondern auch den New York Marathon und den Boston Marathon gewonnen hat. Und in dem Buch beschreibt er eben seine 26 Marathons, die er eben im Laufe seines Lebens gelaufen ist. Und jedes Kapitel ist sozusagen einem Marathon gewidmet. Und jedes Kapitel hat auch eine ganz bestimmte Lektion sozusagen als Überschrift dieses Kapitels, die Meb Keflezighi eben anhand dieses bestimmten Marathonlaufs gelernt hat. Und das sind aber nicht nur Lektionen, die man aufs Laufen übertragen kann, sondern auch ganz allgemeine Lektionen, die man auf sein Leben an sich übertragen kann. Und was ich an dem Buch so schön fand, ist, dass, Meb Keflezighi ist ein sehr, sehr erfolgreicher Marathonläufer auf Elite-Level, aber man sieht an seinem Buch, dass auch er nur ein Mensch ist und diese Lektion, die er da beschreibt, die am Ende dann dazu geführt haben, auch dass er so erfolgreich war in seiner Laufkarriere, dass er eben diese Lektion teilweise auch wirklich auf die harte Tour erst lernen musste. Und er beschreibt eben anhand wirklich der 26 Kapitel dieser 26 Marathons seinen Lernprozess über die Jahre hinweg. Und ich finde, man konnte wirklich merken, wenn man das Buch gelesen hat, dass er wirklich versucht hat, das auch so zu schreiben, dass es übertragbar ist auf jeden einzelnen Läufer, aber auch auf jeden einzelnen Menschen. Also ich fand, das Buch war wirklich sehr aus einer bodenständigen Perspektive geschrieben und nicht so sehr, dass man es liest und sich denkt, ja gut, okay, er ist irgendwie Olympiateilnehmer und hat bestimmte Marathons gewonnen, er ist Eliteläufer. Was bringen mir jetzt diese Lektion für mich als Einzelperson, als Hobbyläufer? Ja, was soll ich damit? Sondern man konnte wirklich, also finde ich, jede einzelne dieser Lektionen sehr, sehr gut auf sich selber übertragen und sehr, sehr viel daraus für sich selbst mitnehmen. Zum Beispiel beschreibt Meb Keflezighi in seinem 2. Kapitel die Erfahrung, die er beim Chicago-Marathon 2003 gemacht hat. Das war sein 2. Marathon in seinem Leben. Und zwar hat er den ersten Marathon sehr unterschätzt. Also er hat den Marathon unterschätzt und ist dann viel zu schnell losgelaufen und hat dann irgendwann bei Kilometer 30 gemerkt, dass er doch gar nicht mehr so viel Energie übrig hat, wie er erwartet hätte. Und am Anfang hat er, glaube ich, noch gedacht, dass er eine Chance hätte zu gewinnen. Und am Ende ist er dann, ich weiß nicht, welchen Platz er gemacht hat, aber er ist auf jeden Fall sehr viel später ins Ziel gekommen als angenommen. Und deswegen hat er sich für seinen 2. Marathon eben vorgenommen, das anders anzugehen und entspannter und langsamer anzugehen. Und das hat am Ende sehr gut funktioniert. Und die Lektion, die er jetzt eben aus dieser Erfahrung für sich formuliert hat, ist, man muss nicht bei allem, was man tut, immer alles geben.
an eine Sache entspannt heranzugehen, kann eine effektive und stressfreie Möglichkeit sein, nicht nur schnell zu laufen, sondern auch sein volles Potenzial auszuschöpfen. Und ich fand dieses Kapitel und diese Lektion, die er da beschreibt, wirklich sehr interessant, weil ich konnte das tatsächlich auf mich selber anwenden und es hat funktioniert. Also ich hatte ja gesagt, ich habe dieses Buch letztes Jahr mit nach New York genommen, um da vor dem Marathon noch mal reinzuschauen und mir Inspiration zu holen. Und unter anderem hatte ich eben diese Lektion im Kopf, dass es manchmal wirklich hilfreich sein kann, entspannt an die Dinge heranzugehen, anstatt sich so viel Druck zu machen und immer das Gefühl zu haben, man muss jetzt alles geben und es kommt drauf an und man muss sozusagen abliefern. Und ich habe mir wirklich gesagt, beim New York Marathon, das war nämlich für mich tatsächlich auch mein zweiter Marathon, nachdem der erste nicht so gut gelaufen ist, ich habe mir gesagt, mein Hauptziel ist es, das Ganze zu genießen und entspannt daran zu gehen und mir nicht so viel Druck zu machen, ständig auf die Uhr zu gucken, wie lange ich schon gelaufen bin und wie lange ich vielleicht noch vor mir habe oder auch zu gucken, wie ist jetzt meine Herzfrequenz, ist sie zu hoch oder wie auch immer, sondern wirklich mich nur darauf zu fokussieren, das Ganze zu genießen und entspannt zu bleiben. Und ich kann jetzt im Nachhinein sagen, wirklich, es hat so gut funktioniert. Wenn ich jetzt an den New York Marathon zurückdenke, dann erinnere ich mich in erster Linie daran, wie entspannt ich vorher war, aber auch während der meisten Zeit des Rennens. Also klar, am Ende hin wurde es dann auch irgendwann anstrengend und da war ich wahrscheinlich nicht mehr so entspannt und wollte auch, dass es irgendwann vorbei ist. Aber ich weiß, dass mein Ziel war, es zu genießen und ich kann sagen, ich habe den New York Marathon so sehr genossen und wenn ich jetzt daran zurückdenke, ist es für mich auch einfach eine positive Erfahrung und ich habe es geschafft, mir da im Gegensatz zu meinem ersten Marathon gar nicht so viel Druck zu machen. Und ich führe das zu großen Teilen auch auf dieses Buch zurück, weil mir das eben da tatsächlich sehr, sehr weitergeholfen hat. Und für mich, jetzt so im Rückblick auch, war der New York Marathon mein persönlicher Erfolg. Und ich hatte ja schon angekündigt, ich wollte jetzt nochmal genau darauf eingehen, was denn persönlicher Erfolg bedeutet. Und genau darauf geht Meb Keflezighi in seinem Buch ein. Und er beschreibt ja ein Run-to-Win-Mindset, also Laufen, um zu gewinnen. Das ist sozusagen das, was er für sich selbst als sein übergeordnetes Ziel beim Laufen festgelegt hat. Also laufe, um zu gewinnen. Aber damit ist nicht gemeint, und das schreibt er auch so, dass man eben immer Erster wird bei irgendeinem Lauf, wo man antritt, sondern dass man für sich selbst sozusagen gewinnt. Und das ist das, was ich jetzt auch meine mit dem persönlichen Erfolg. Und das beschreibt Meb Keflezighi in diesem Buch, finde ich, sehr gut. Er zitiert hier nämlich einen sehr erfolgreichen amerikanischen Basketballspieler und auch Basketballtrainer, nämlich John Wooden. Und der hat nämlich gesagt, Erfolg bedeutet innere Ruhe. Was eine direkte Folge aus der Zufriedenheit mit sich selbst ist, weil man weiß, dass man sich selber angestrengt hat, um das Beste aus sich selbst herauszuholen, wozu man fähig ist. Und ja, was damit gemeint ist, ist halt, dass man sich selber, also für sich selber definiert, was ist denn jetzt das Beste, was ich leisten kann. Und das heißt eben nicht immer, dass man Erster werden muss oder dass man bei einem bestimmten, 5-Kilometer-Lauf eine bestimmte Zielzeit erreichen muss oder auch, dass man eine bestimmte Strecke wie ein Marathon oder so läuft, sondern man kann das eben für sich selber festlegen, was für einen selber Erfolg bedeutet und dann sich sozusagen entsprechend so verhalten, dass man diesen Erfolg für sich erreicht und daher zufrieden mit sich ist. Und um das jetzt nochmal kurz auf meine Erfahrung mit dem New York Marathon zu übertragen, ich hatte bei meinem allerersten Marathon eine eher schlechte Erfahrung gemacht und wusste, dass ich es beim zweiten Mal vor allem mehr genießen möchte und hatte eben mir als Ziel gesetzt, eben entspannt zu bleiben vor dem Lauf, während des Marathons. Ja, hat auch, wie gesagt, zu großen Teilen gut geklappt. Und für mich war persönlicher Erfolg, dass ich hinterher sagen kann, ich habe mir nicht so viel Druck gemacht und ich habe diesen Marathon genossen. Und das habe ich tatsächlich geschafft. Und zwar auch mit Hilfe von diesem Buch von Meb Keflezighi. Und ich finde einfach seine Ansätze so super interessant, weil er ist halt einerseits ein sehr erfolgreicher Eliteläufer gewesen und hat viele Marathons gewonnen und war ja auch bei den Olympischen Spielen und hat da eine Silbermedaille gewonnen. Aber man merkt einfach,
dass er dieses Buch geschrieben hat für auch den, ich sag mal, alltäglichen Hobbyläufer. Und von daher würde ich sagen, dieses Buch ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Wie gesagt, ich werde es mir jetzt nochmal bestellen, um es auch nochmal zu lesen. Es war super gut zu lesen anhand dieser 26 einzelnen Geschichten der Kapitel. Und ich kann das wirklich jedem Menschen eigentlich, ob jetzt Läufer oder nicht, wirklich nur sehr, sehr ans Herz legen. Das nächste Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist The Champion's Mind von Dr. Jim Afremoff. Und dieses Buch, ja, wie der Name schon vermuten lässt, enthält überwiegend mentale Seiten von sportlichem Erfolg. Also ich möchte hier mal beispielhaft ein paar Kapitelüberschriften vorlesen, damit ihr so einen Eindruck bekommt, worum es in diesem Buch geht. Das ist zum Beispiel Be Your Own Champion, also sei dein eigener Champion. Master the Mental Skills, also mastere, sagt man das so? Mastere die mentalen Fähigkeiten oder optimiere die mentalen Fähigkeiten, könnte man vielleicht eher sagen. Oder auch Take Control of Your Personal Destiny, also übernehme die Kontrolle über dein eigenes Schicksal. Das sind so beispielhaft mal Überschriften der Kapitel. Und was ich besonders gut fand an diesem Buch, ist, dass die einzelnen Abschnitte wirklich sehr, sehr kurz gehalten sind. Also ich glaube, es war selten so, dass die Abschnitte wirklich viel länger waren als eine Seite, manchmal vielleicht 2 Seiten, aber meistens war das tatsächlich unter einer Seite. Und das hat das Buch irgendwie super gemacht, so als Abendlektüre. Also einfach vorm Einschlafen da nochmal so 1, 2, ja, Kapitel, also nicht Kapitel, sondern so Abschnitte sich durchzulesen. Und das war wirklich, ja, sehr kompakt gehalten, dieses Wissen, was dann in dem einzelnen Abschnitt steckte. Das fand ich einerseits sehr angenehm und das Buch war aber auch inhaltlich wirklich sehr, sehr gut. Also es war jetzt nicht so eine, ja, wie gesagt, nicht so eine riesige, lange wissenschaftliche Abhandlung oder so, sondern es waren wirklich kurze, konkrete, ja, Anekdoten oder auch Lektionen, die man sich einfach schnell mal durchlesen konnte. Und eigentlich fand ich auch, jede dieser Geschichten oder Lektionen hatte wirklich immer was Wertvolles, was man da für sich selber daraus mitnehmen konnte. Ja, und von daher kann ich dieses Buch wirklich auch jeder Person empfehlen, die daran interessiert ist, nicht nur sportlich sozusagen diese, ja, mentale Seite, die der Sport mit sich bringt, dass man darin besser wird, sondern auch ganz unabhängig vom Sport einfach, ja, so Strategien bekommt, wie man im Leben bestimmte Ziele erreicht oder besser mit Rückschlägen umgehen kann, persönlich sozusagen selber mehr erfolgreich zu sein, solche Dinge. Also ich kann dieses Buch wirklich nur jedem sehr ans Herz legen. Und das dritte Buch, was ich euch jetzt vorstellen möchte, ist Grit von Dr. Angela Duckworth oder Professorin Dr. Angela Duckworth. Und da muss man jetzt wirklich sagen, dieses Buch ist vollkommen losgelöst vom Laufen oder auch vom Sport. Aber es geht hier auch wieder um persönlichen Erfolg. Und natürlich kann man das, wenn man sportlich aktiv ist und auch ambitioniert ist, kann man das sehr, sehr gut auf seinen eigenen Sport übertragen. Und ich habe versucht, ein deutsches Wort für Grit zu finden, aber ich habe da wirklich tatsächlich gar nichts gefunden. Aber man kann eigentlich sagen, es steht auch auf dem Cover von dem englischen Buch drauf. Hier steht nämlich jetzt Grit, warum Leidenschaft und Durchhaltevermögen die Geheimnisse von Erfolg sind. Und Grit beschreibt halt auch so eine Mischung aus, ja, einerseits, dass man eine Leidenschaft hat und dass man Durchhaltevermögen besitzt. Also Grit, wie gesagt, deutsches Wort habe ich dafür nicht gefunden. Mischung aus Leidenschaft und Durchhaltevermögen. Die Autorin von diesem Buch, wie gesagt, ist Psychologieprofessorin und natürlich ist das Buch deswegen auch eher wissenschaftlich geschrieben, aber es ist ja ein populärwissenschaftliches Buch, also man kann es sehr, sehr gut verstehen, auch wenn man in diesem Psychologiebereich jetzt gar kein Vorwissen hat. Und was ich auch wirklich positiv hervorheben möchte, ist, dass in dem Buch auch wieder, ähnlich wie in den anderen Büchern, persönliche so, ja, Erfolgsstories von ganz bestimmten Menschen vorgestellt werden und anhand eben dieser persönlichen Geschichten die wissenschaftlichen Hintergründe erklärt werden, was halt einfach dazu führt, dass man, wenn man so eine ganz bestimmte Geschichte eben vorgestellt bekommt, dass man dem viel besser folgen kann und viel, viel besser auch, ja, direkt sozusagen an Anwendungsbeispielen verstehen kann, was das jetzt eigentlich für eine Bedeutung hat, was da erklärt wird. Ja, und worum geht es jetzt ganz konkret in diesem Buch? Also wie gesagt, es geht um Grit. Und was eigentlich in diesem Buch gesagt wird, ist, dass man sich, wenn man ein bestimmtes
übergeordnetes Ziel erreichen möchte, dass man sich zuallererst natürlich erstmal klar machen sollte, was dieses Ziel überhaupt ist. Also auch das ist wieder ähnlich wie dieser persönliche Erfolg, den ich eben schon angesprochen habe. Das ist etwas ganz Individuelles, was jeder für sich selbst entscheiden muss. Also das heißt nicht, dass jetzt dieses übergeordnete Ziel, was man erreichen möchte, dass das heißt, dass man ja einen bestimmten Job hat oder ein bestimmtes Einkommen hat oder jetzt wieder in Bezug auf den Sport, dass man einen bestimmten Marathon in einer bestimmten Zeit läuft oder so, sondern es geht wirklich darum, dass man sich klar macht, ganz übergeordnet, was ist mir wichtig in meinem Leben? Also was möchte ich sozusagen erreicht haben, wenn ich mal sterbe und auf mein Leben zurückblicke? Was möchte ich sozusagen ja, von mir selber denken, was mir wichtig war und worauf ich hingearbeitet habe? So. Und die Autorin sagt jetzt, dass man das eben erstmal für sich festlegen muss oder sollte und dann basierend darauf, auf diesem übergeordneten Ziel, kleinere Ziele für sich selber formuliert. Also so mittelfristige Ziele, die vielleicht so über Monate hinweg verfolgt werden können, aber auch kurzfristige Ziele, so ganz einfache Sachen, die man jeden Tag machen kann. Wichtig ist aber, wenn man wirklich sagt, ich möchte ein übergeordnetes Ziel in meinem Leben erreichen, ich möchte darauf hinarbeiten, dass man alle anderen Ziele, also auch die mittelfristigen und die kurzfristigen, so aufbaut, dass alles irgendwie mit diesem übergeordneten Ziel auch zusammenhängt. Also dass man sich immer überlegt bei allem, was man sich als Ziel setzt und auch was man täglich tut, hat das damit zu tun, was mir für mich in meinem Leben eigentlich wichtig ist. Und am Ende ist es dann so, ob man dieses übergeordnete Ziel auch am Ende erreichen kann, das hängt nicht davon ab, wie talentiert jemand ist oder wie intelligent jemand ist, sondern vom Grit. Also Grit bedeutet, dass man eine ganz bestimmte Leidenschaft hat und auch eben Durchhaltevermögen besitzt, um dieser Leidenschaft nachzugehen und eben sein übergeordnetes Ziel zu erreichen. Und das Schöne ist, dass Grit eben nicht etwas ist, was angeboren und unveränderlich ist, sondern das ist etwas, woran man selber arbeiten kann und was man selbst entwickeln kann. Also man kann sich selber fragen, wie leidenschaftlich bin ich eigentlich oder wie viel Durchhaltevermögen besitze ich, um an meinen Zielen zu arbeiten, darauf hinzuarbeiten und sozusagen für mich selber meinen persönlichen Erfolg erreichen kann. Und das ist etwas, was man lernen kann, was viel Selbstreflexion erfordert. Aber wenn man wirklich auf sich selber hört, dann kann man eben besser in Grit werden und erfolgreicher sein. Und in diesem Buch werden eben auch ganz bestimmte Fragen vorgestellt, die man sich selber stellen kann, also wo man sich selber einordnen kann. Ja, auf dieser Grit-Skala. Also man kann für sich selber einordnen, wie viel Grit habe ich. Und das kann man auch nach Monaten nochmal machen, um zu sehen, okay, habe ich vielleicht in den letzten Monaten mehr Grit sozusagen entwickelt. Also das sind zum Beispiel so Fragen wie, es sind eher Aussagen wie, ich bin bereit, an einem Ziel, was ich mir selbst gesetzt habe, festzuhalten, bis ich das auch geschafft habe. Und dann kann man eher sagen, ich stimme dem total zu oder ich stimme dem überhaupt nicht zu oder irgendwas dazwischen. Und ich glaube, das waren 20 Fragen und wenn man alle 20 Fragen beantwortet, kann man eben sich selbst ganz gut verorten und einschätzen, wie viel Grit habe ich eigentlich, also wie sehr bin ich leidenschaftlich und durchhaltend, um eben an meinen Zielen zu arbeiten. Ja, und warum empfehle ich dieses Buch jetzt so sehr? Also ich kann jetzt nur für mich selber sprechen, aber mir hat dieses Buch tatsächlich geholfen, wegzukommen von diesem Denken, ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht oder ich werde das nie schaffen, ich werde mein Ziel nie erreichen, hin zu so einem Denken wie, das erscheint mir vielleicht schwierig, aber ich weiß, wenn ich mich anstrenge, dann werde ich es auch am Ende schaffen. Also ich habe das Gefühl, dieses Buch hat mir wirklich geholfen, da so eine Art Mindset-Shift zu erlangen und mehr Selbstbewusstsein zu erlangen, wenn es darum geht, mich selber einzuschätzen, wie sehr ich Dinge erreichen kann, die ich mir vornehme. Und ich bin mir sicher, dass dieses Buch auch euch helfen wird, wenn ihr das lest, euch da selbst
weiterzuentwickeln und ein bisschen mehr über euch selbst zu erfahren und da auch mehr Selbstvertrauen zu erlangen, wenn es darum geht, ja, wie selbstwirksam man sich einschätzt in Bezug auf persönlichen Erfolg. Und von daher kann ich sagen, das Buch Grit von Angela Duckworth ist wirklich nicht nur für Läufer, sondern für alle Menschen wirklich eine Nummer 1 Empfehlung von mir. Und ich würde sagen, dieses Buch wird jedem Menschen, der es liest, weiterhelfen. Das waren jetzt die 3 Bücher, die ich wirklich jedem Läufer, aber auch jedem Menschen, der irgendwie an persönlichem Erfolg interessiert ist, ans Herz legen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch die Inhalte dieser Bücher gefallen haben, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dem Video ein Like gebt, damit das Video auch noch mehr Menschen erreichen kann, die sich dafür interessieren. Und natürlich würde ich mich auch über ein Abo freuen, denn es folgen mehr Videos in diese Richtung. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr die Bücher kennt oder auch, ob ihr sie vielleicht gelesen habt und euch das in irgendeiner Weise weitergeholfen habt. Darüber würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen und bis zum nächsten Video.